wir sind gerade wieder in Antanatanana, weil wir eingeladen wurden zu einer Didi Poch. Das ist eine Beschneidungsfeier. Und von unserer Mitarbeiterin von der Uni wurde der kleine Sohn beschnitten jetzt in der Nacht. Das heißt, wir schauen uns jetzt nicht die Beschneidung an, sondern die Tradition, die danach folgt. Da wieder sagt, er grüßt den Winter, so ungefähr. Das bedeutet, die muss erst auch grüßen hier. Salama, Salame. Die Oma, oder? Und die Uni selber. Man begrüßt so den Winter, weil... Weil am Winter werden immer die Beschneidungen gemacht. Und bei uns ist noch Winter. Vater sagt, herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt einen Mann. Also einen Sohnemann. Genau, weil die Feier ist hauptsächlich dazu da, dass das Kind sozusagen zum Mann wird. Passiert in Madagaskar schon im Alter von 2 Jahren, ne? Erstaunlich. Genau. Der Raitscha heißt er. Schauen wir uns mal den Raitscha an. Raitscha heißt so viel wie hervorragend, oder? Ja, perfekt. Ich freue mich immer über die Namensbedeutungen der Madagassen. Er hat hier einen besonderen Stoff unten an. Kannst dir vielleicht denken, warum? Und er freut sich mega, dass ich jetzt ein Foto oder ein Video von ihm mache. Einige Verwandte sind wohl gekommen. Die haben gestern ein bisschen die Puppen gefeiert. Ha? Tamnial nu bolanis fete umali. Tamnial nis fete we. Pizza genul wotunga. Ja, viele Leute haben gestern noch mitgefeiert. Mit lauter Musik natürlich, wie es im Dorf hier üblich ist. Oder auch bei uns in der Stadt. Da werden wir manchmal nachts noch voll aufgeweckt dadurch. Der neue Mann im Haus führt uns jetzt rein. Wir dürfen ihm folgen. Haben wir schon erzählt, Nela, die Uni ist ja bei uns seit über einem Jahr ehrenamtliche Mitarbeiterin. Ja. Verteilt jede Woche als Ehrenamtliche unsere Bianco-Bibelhefte an die Leute hier in der Umgebung. Genau, deswegen haben wir ein besonderes Beziehungsverhältnis zu ihr. Wir wurden eben als Ehrengäste eingeladen. Oder als normale Gäste, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich wieder steile Treppe, wie es immer so ist. Also, dass ein Weißer da zu Besuch kommt, ist schon selten, würde ich sagen. Schau mal, da haben sie voll aufgeräumt. Schön. Wir erzählen ja öfter, dass die madagassischen Kinder keine Spielsachen zu Hause haben. Und es stimmt auch. Außer die Jungs, die bekommen bei der Beschneidungsfeier danach von den Verwandten und Freunden viele Geschenke. Lastwagen hier, Auto zum Beispiel. Aber die müssen dann auch über die ganze Kindheit reichen. Was haben wir hier noch? Kekse. Natürlich gibt es traditionell auch ein Essen für alle, die zum Beglückwünschen vorbeikommen. Und das Witzige ist, normalerweise wurde mir gesagt, schauen die Eltern zuerst in einen weißen Umschlag, den man mitbringt und schauen, wie viel Geld man da reingesteckt hat und dem Kind vorbeibringt. Und entsprechend gibt es entweder viel oder wenig Reis. Aber wir haben unseren Umschlag noch gar nicht überreicht und wir haben so schon sehr viel Reis bekommen. Ich habe jetzt aufgegessen, Nela. Ich habe nichts Verdächtiges bei mir entdeckt in meiner Mahlzeit. Wie ist es bei dir? Auch gut, sehr lecker, muss ich sagen. Was hätte man entdecken können? Eine kleine Vorhaut. Wie ist es da genau mit diesem Brauch? Aber der hat gestern Abend stattgefunden, ne? Genau, also normalerweise wird die Vorhaut von dem Kind, von dem kleinen Kind, was beschnitten wurde, in eine Banane oben reingesteckt. Und der Älteste aus der Familie hat die Ehre, das zu essen. Und genau, ich glaube, die sind auch ganz stolz, dass sie das machen dürfen. Und er muss es auch machen, weil wenn dem Kind sonst ein Unglück passiert im Laufe seines Lebens und er hat es nicht gegessen, ist er nämlich schuld. Steht auch für Fruchtbarkeit, die Banane, habe ich gelesen. Ja. Ja, und ist die ganz große Ehre meistens vom Familienältesten, vom Familienvater, der Vater, also der Opa, ne? Der Opa in der jeweiligen Familie oder der Familienälteste bekommt diese Ehre und die freuen sich da schon richtig drauf. Wir haben den da wieder gefragt vor ein paar Tagen, ne? Er hat auch gesagt, ja, natürlich macht man das, selbstverständlich. Dann gibt es am Ende nochmal warmes Wasser. Nicht kalt, auf keinen Fall kalt, es muss warm sein.
Eine Tradition ist auch immer, einen weißen Umschlag zu überreichen, wie ich vorhin schon sagte, wo unser Geld drin versteckt ist. Und von uns gibt es auch ein extra Geschenk. Und zwar eine Büchertasche. Es sind auch natürlich Stifte drin. Ni reterit, misava chakili onatikur. Ai angama yana mila mapsio Stefan ni sachimis rum yarak. Der Ontukuni suren. Stefan muss zeigen, wie der Rucksack funktioniert, weil da ist ein Turnbeutel dran. Wenn man den abmacht. Ich meine, für uns Deutsche ist es ganz klar, aber hier muss man das wirklich erklären, wie für Kinder ein bisschen, weil die kennen das nicht. Während wir drinnen gegessen haben, wurde draußen fleißig abgewaschen. Also das Ziel ist eigentlich zusammen feierlich zu essen. Und es kommen viele Gäste vorbei, so wie wir. Und das Geschirr ist ja immer sehr begrenzt in den madagassischen Familien. Deswegen haben wir hier wahrscheinlich eine Gruppe von Leuten, die immer abwaschen. Und viele Kinder, die sich an den Spielsachen erfreuen. Jetzt sagen wir Tschüss und gehen zum nächsten Einsatzort. Kann sein, dass jetzt hier auch recht windig ist an den Orten, wo wir filmen. Das ist einfach so im Winter in Madagaskar. Wir sind ein paar Meter weiter gegangen auf dem Weg, wo wir die neue Schule anschauen wollen. Wir sind jetzt hier bei dem Übergangsort, weil die Kinder, die müssen ja irgendwo jetzt gerade auch unterrichtet werden und sind in einem alten Gebäude von einer kirchlichen Schule von früher. Das sind auch die beiden Lehrerinnen, die wir beim letzten Video schon mal gezeigt haben. Salam. Können wir mal reinschauen? Ja, wir schauen mal rein, weil wir haben das als Vanilo auch finanziell unterstützt, dass das noch ein bisschen renoviert werden konnte, bevor die Kinder da unterrichtet werden für die Übergangszeit. Ne, sieht man. Ein bisschen schön gemacht. Man kann es aber trotzdem nicht mit dem deutschen Standard natürlich vergleichen. Nein. Der Boden ist hier geebnet worden und so, dass da nicht mehr so viele Löcher drin sind, wo auch der ganze Staub mit das Klassenzimmer bestäubt hat. Ja, sieht ganz gut aus. Was machen die Kids in der Pause? Natürlich Fußball spielen. In der neuen Schule wird es einen eigenen Fußballplatz geben. Mit Toren, mit richtigen Toren. Ein paar Bälle werden wir natürlich noch dazu geben. Nachdem wir kontrolliert haben, ob die Kinder auch wirklich in der Übergangsschule fleißig lernen, beziehungsweise gerade Pause machen, schauen wir mal, wie der Stand der Baustelle ist. Bye bye, Beluma! Ich sehe schon, es sieht was anders aus. Das ist das neue Gebäude da. 2 Stück. Wir parken mal hier links. Da gucken wir mal, was hier passiert ist auf dem Grundstück. Also du erinnerst dich noch aus unserem letzten Video, da stand hier die Schule. Und jetzt? Die steht offensichtlich nicht mehr. Und, gefilmt haben wir damals am Dienstag. Ja. Mittwoch haben sie angefangen, Donnerstag. Heute ist Freitagvormittag. Geht ganz schön schnell. Wenn du dieses Team buchen willst und bei dir ein Haus abreißen willst, innerhalb von 3 Tagen, rufe jetzt an. Also was gemacht wird, ist Folgendes. Die Schule wurde abgerissen und die Dinge, die man noch verbrauchen konnten, die wurden verbraucht, um hier 2 kleine Gebäude, die siehst du hier im Hintergrund, zu bauen. Das sind Übergangsunterkünfte, wo die Mitarbeiter übernachten, weil wir sind ja hier sehr auf dem Land. Das heißt, das ist für die zu weit nach Hause zu fahren, die wohnen hier unter der Woche. Okay, wir machen uns mal bekannt mit den ganzen Mitarbeitern. Das ist quasi die Crew vom Tuki, den wir gut kennen, aber die Crew kennen wir noch nicht. Olivier. Ja. Also es kommen immer wieder auch unerwartete Kosten dazu. Ich habe es natürlich auch schon ein bisschen einkalkuliert. Aber mal ein Beispiel dafür, man braucht natürlich auch in der Nacht Beleuchtung, weil ein Wächter hier drüber wacht. Aber wenn hier kein Licht da ist, dann ist es auch schwierig für ihn. Deswegen haben die jetzt noch 2 Solarlampen große gekauft, die wir da befestigt haben. Oder der Wächter braucht eine Taschenlampe und ein Heft, wo er dann hat er vorhin gesagt, müssen wir noch einkaufen, was am Abend noch da ist, damit bei der Übergabe am nächsten Morgen noch alles stimmt. Also solche Kleinigkeiten halt, aber um das alles muss man sich kümmern. Aber ich glaube, das ist in Deutschland genauso, dass immer noch unerwartete Zusatzausgaben dazukommen. Hier ist das Depot, also der Raum für die Materialien. Ja. Hier ist jetzt noch nichts da, weil du brauchst ja auch keine Materialien, wenn du noch nichts baust, sondern jetzt gerade ist noch der Abriss.
Nächste Woche kommen dann viele Bricksteine, viele Säcke Zement, viel Gravillon, Schotter, also alles mögliche an Materialien, Eisen. Okay. Aber wo schlafen die jetzt? Das würde ich gern sehen. Ja, ein Luxushotel. Das ist wahrscheinlich das andere Gebäude daneben dran dann. Also die Idee war, dass die Arbeiter nicht jeden Tag wieder heimgehen, weil da verbrauchen die viel Zeit auf dem Weg eben zum einen. Genau, ist gefährlich auch im Dunkeln, ne, heimzugehen. Wollen die auch arbeiten, ja, die arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, bis die Sonne untergeht. Und dann wird hier geschlafen. Hier ist die Schlafstätte. Aber schön warm. Ja, ma fanazara eto, ne? Ja. Hier ist wirklich warm, weil bei uns ist es gerade noch sehr kalt und windig. Okay, das schaut aus wie bei einem Zeltlager, finde ich. Aber was ich Ja, erstaunlich finde, Nela, die halt aus dem alten Schulgebäude, wo du abreißt, wo du denkst, das Dach, das ist ja gar nichts mehr wert. Das nehmen die und sagen, hey, wir bauen uns hier einen Mitarbeiterraum, wo wir drin übernachten. Also das hier, das Wellblech ist alles vom Dach von der damaligen Schule. Schaut cool, ja. Nicht schlecht. Wir sind kreativ. Und sogar ein kleines Licht dann hier drinnen. Sehr schön. Irgendwo haben wir auch mal erwähnt, es soll noch so eine Art Bürounterkunft geben. Das Ding ist jetzt aber, dass die Materialien für den Lagerraum und für den Schlafplatz völlig aufverbraucht sind. Deswegen müssen wir jetzt nochmal gucken. Dieser Raum dazwischen, der soll nämlich genutzt werden, dass man sich hier mal zusammensetzen kann. Und da braucht man noch irgendwie so eine Art Dach. Gucken. Wird jetzt besprochen, wie wir das am besten lösen. Das Schloss für den Alarm. Also es gibt hier sogar, wenn jemand was klaut, das Schloss aufbrechen sollte, eine Alarmsicherung mit hörbarem Geräusch. Gar nicht mal schlecht, war auch die Idee vom Tuki. Ich habe gesagt, okay, das kaufen wir auch noch extra, weil du musst echt bedenken, hier in Madagaskar wird alles gestohlen. Wenn du hier was rumliegen lässt, unbeaufsichtigt, macht man nicht. Deswegen haben wir hier einen Nachtwächter auch da. Tagsüber sitzt das Team beim Arbeiten da und am Wochenende ist auch der Wächter da und bewacht hier die Materialien. Wer sich fragt, wo wir das Wasser herbekommen, hier aus dem Brunnen, der schon besteht. Das Brunnenhäuschen wird neu gebaut, 25 Meter tief geht es hier runter. Und da wird es für den Bau benötigte Wasser geholt. Strom haben wir auch vom Nachbarn geklaut. Ne, mit Erlaubnis natürlich. Da das Kabel vom Haus, man sieht es, es geht hier oben entlang zu ihm. Und der schickt uns dann die monatliche Stromrechnung. Und so haben wir auch manchmal Strom hier, wenn eben der örtliche Strom funktioniert. Ne? Wie jetzt zum Beispiel. Jo. Wollen wir den Leuten bei der Pause zuschauen, Nela? Ja, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir auch einen kleinen Snack. So, während die Arbeiter wieder zurück an ihr Werk gehen, machen wir uns wieder auf den Heimweg und kommen dann in ein paar Tagen wieder. Das war's von unserer ersten offiziellen Baubesichtigung. Wir sehen uns dann einfach wieder bei der nächsten. Und bis dahin wird sich bestimmt einiges tun. Bin schon voll gespannt, wie es weitergeht. Sagen wir noch Tschüss zu den Arbeitern. Bis dann, Areo, Arriveluma. Am Latinanen 3.